Das sind Helen und Stefan am 28. Februar 2021. Sie sind ein Paradepaar. Sie kommen aus Aachen oder aus der Nähe von Aachen. Ich nehme an aus Stolberg. Ja, Stolberg bei Aachen. Ehrlich, ich habe nur geraten. Nein, hast du richtig geraten. Genau, die Stolberger, das sind ganz lustige Leute. Du hast aus der neuen Kollektion ein Morelo-T-Shirt an. Ich liebe Morelo. Du liebst Morelo. Ich bin Fan von Morelo. Genau, zeig mal, wenn du mal gerade deinen wunderschönen Kopf mal gerade anhebst. Da steht auch Morelo. Und ja, hier vorne, guck mal hier, die Einstiegstreppe hat auch Morelo. Alles vermorelot, ja, hier. Helen, wir kommen gleich mal zu dir. Du sprichst rheinischen Akzent, das ist unüberhörbar. Und hier dein Mann, also es sieht so aus, als wäre schon Juni, ja. Ich grüße dich, Stefan. Hallo Sven. Ja, du hast Kurzarbeit. Ich habe Kurzarbeit, ja. Ja. Das ist nervig, weil du arbeitest gern, oder? Genau. Aber es geht halt im Moment nicht anders. Ja, das heißt also heute, ihr bleibt noch ein bisschen da? Wir bleiben heute noch hier, ja. Ich zeig dich mal gerade. Das Wetter. So, da müsste ich jetzt eigentlich fast gar nichts mehr sagen. Denn ja, die beiden, was ist das Thema, sind in einem Loft Premium unterwegs. Das ist eines der Raritäten bei Morelo. Denn der Loft Premium hat eigentlich alle Details, die die nächsthöhere Klasse hat. Also richtig Premium. Er hat zum Beispiel eine ganz große Küche, die heißt wie? Das ist die Novell-Küche, die es normal im Palace gibt. So, ihr beiden, du warst mal Funke-Mariechen. Ja, war ich mit Leib und Seele. Musik und Tanz ist halt meine Welt. Wann denn? Wann war das? Ja, ich bin jetzt dann fast 65 Jahre alt. Wann war das? 1974. Ja. 74, lass mal überlegen. Da gab es die Les Humphreys, aber da gab es, Ja. warte mal, ich nenne dir noch ein paar mehr, weil ich bin mit meiner Cousine, ja, ich bin der 68er Baujahr, groß geworden mit meiner Cousine, die war 10 Jahre, die ist 10 Jahre älter. Die ist jetzt 62, so ungefähr dein Alter. Und die hat auch immer gehört, Santana hat sie gehört. Ja, das war nicht so meine Musik, aber wie gesagt, die 70er Jahre waren schon toll, was die Musik anbetrifft. Und ich muss sagen, wir haben eine schöne Zeit gehabt. Und ich wünsche das auch in Zukunft. Hätte ich das gerne für meine Kinder, meine Enkelkinder. Aber mal schauen, was draus wird jetzt mit Corona-Zeit und Pandemie. Und Ja, ich will mich auf keinen Fall mit dir anlegen. Du weißt warum? Du hast richtig scharfe Krallen. Zeig mal gerade deine Krallen. ach, die sind aber schon ein bisschen, Bisschen rausgewachsen. gestutzt. Also gegen Frühjahr, da waren die alle so lang. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Ich muss sagen, du bist eine rheinische Frohnatur. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, wir drehen noch relativ... Meine Mutter war Büttenrednerin und der Humor, deshalb ist sie auch relativ alt geworden, nur durch diesen Humor. Und den sollte man auch wirklich beibehalten, gerade in der heutigen Zeit. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, der Stellplatz hier ist ein Träumchen, oder? Das ist wirklich ein Träumchen. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, auch der Geschäftsführer muss ich jetzt hiermit loben, lieber Reinhard Löhner. Er hat uns gestern Abend hier verwöhnt mit, wie gesagt, Glühwein und heute Morgen gab es Brötchen. Man muss sagen, du hast einen Tetrapack Glühwein für euch bekommen. Ja, das war also jetzt nicht so, dass hier der ganze Platz hier gefeiert hat, sondern ihr haltet Abstand. Das ist sogar euer eigener Abstand. Das müsst ihr ja nicht machen, weil ihr schlaft ja in einem Bett quasi. Aber das Auto gucken wir uns gleich mal an. Das Starke ist, du hast ein Smart mit dabei. Stefan, wenn du kurz mal mit mir mitkommst. Ich weiß, du musst dich jetzt bewegen. In der Kurzarbeit ist das natürlich gar nicht so einfach. Du machst was beruflich? Kfz-Meister. Kfz-Meister. Das heißt, du kennst dich aus. Genau. Ist der Smart-Motor ist eigentlich unkaputtbar, oder? Ja. Genau, wenn du mir den mal gerade zeigst, der ist hinten. Er holt mal gerade einen Schlüssel. Denn das ist das beliebteste Auto. Guten Morgen. Ich zeige euch nicht, okay? Obwohl, ich könnte ja mal gerade, dazu müsstet ihr alle mal ein bisschen auseinandergehen. Mal kurz mal gucken. So, hier steht er, das ist ein Smart. Und wenn der Kfz-Meister schon sagt, dass der Smart ewig hält, ja, dann will das schon was heißen. Denn der Austauschmotor kostet, glaube ich, nur 2.700 €. Hast du ihn schon selber? Nein, den Motor sieht man aber nicht. Der ist hier unter der... Der ist da unten drunter. Genau. Das ist der Kofferraum. Genau. Ist das gut? Also wenn, dann muss man das... Aber da ist nichts zu servitieren, oder? Nö, eigentlich nicht. Also der Smart hat einen Vorteil, ich zeige das mal gerade, auch für große Personen toll, oder? Ja, im Innenraum auf jeden Fall. Ich meine, der Kofferraum ist ein bisschen klein, aber es geht.
Der Vorteil ist, er ist sehr, sehr leicht. Der wiegt so um die 1100 Kilo. Ich glaube noch weniger. Noch weniger. 900, 950, glaube ich. Es gibt kaum leichtere Autos, muss man sagen. Ihr habt den schon lange jetzt? 2 Jahre. Ein Cabrio, ne? Ja. Echt? Ist ein Cabrio? Ja. Ist das schwer aufzumachen? Oder? Sag mal. Ist es manuell oder geht es automatisch? Geht elektrisch. Elektrisch? Boah, ihr habt die Luxusversion eines Autos dann dahinter. Ihr im Prinzip, ihr fahrt das Auto auch so unter der Woche? Ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt, weil bei dem Wetter will man natürlich Cabrio-Feeling haben. Kann ich aufschwellen? Geht nicht auf? Nee. Echt nicht? Nee. Warum weiß ich auch nicht. Ja. Tut sich nichts. Na, hast du bezahlt? Der ist aber der Vorführeffekt, oder? Ja, keine Ahnung. Der Vorteil ist, du bist ja Kfz-Meister. Wahrscheinlich ist die Sicherung. Es kann sein, dass er nicht ganz zu war, gell? Dann will er nicht Vielleicht muss die Tür zu sein. Der geht nie kaputt, habe ich gerade moderiert. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es. Ich glaube dir einfach, dass er aufgeht, okay? Das heißt, du kannst mal gucken in Ruhe nach den Sicherungen. Ist wahrscheinlich irgendein Schalter dabei. Keine Ahnung, also bis jetzt. Ja gut, ich meine, wann war das? Wann haben wir das letzte Mal aufgehabt? Das Jahr, das weißt du noch. Das, also 2020 auf jeden Fall. Komm, ich zeig mal gerade was. Ihr habt hinten was beschriftet: Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Das heißt, also ihr habt euch ja den Morello gekauft, aus gutem Grund. Ist das so die Verlängerung des Lebens? Kann man das so nennen? Ja, auf jeden Fall. Das ist der Spruch von meiner Frau. Okay. Warum man sowas hat, das werden wir gleich mal erzählen, weil es gibt ja, ich sag mal, Reisemobilisten, ihr seid ja auch im Winter damit unterwegs, jetzt ist ja gerade noch Winter, ihr seid wirklich, ihr nutzt das Wochenende oft? Ja. Ja gut, jetzt in der jetzigen Zeit natürlich nicht, aber ansonsten sind wir fast jedes Wochenende weg. Ja. Wenn du mir mal kurz mal beschreibst, du bist ja so ein ganz normaler Typ, ja. Du bist Kfz-Meister, deine Frau ist schon zweimal normal, ja. Die habe ich ja kennengelernt gestern, eine rheinische Frohnatur. Ja. Aber das sind nicht die Snobs, die so Autos fahren, das sind auch ganz normale Leute, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Was ist das Schöne am Morello? Ja, Ist das gut verarbeitet? gut, ja, ich wollte gerade sagen, die Verarbeitung ist super. Ja, ja gut. Morello, keine Ahnung. Also ihr habt den jetzt schon wie lange? Der macht jetzt auch 2 Jahre. Wir hatten davor auch einen Loft. Okay. Aber den hat man ein bisschen abgespeckt und der gefiel uns nachher nicht mehr. Und dann haben wir den gekauft, ja. Der ist ja jetzt relativ lang, genau. Wenn du mal kurz mal zu mir kommst, komm mal zu mir. Bitte. Hier der Kommandoton. Nee, das machen wir nicht. Das ist ein langes Ding, 9 Meter lang, aber das braucht man auch. Das heißt, da ist eine richtige 2-Zimmer-Küche-Badwohnung, oder? Genau. Man kann sich aus dem Weg gehen. Das heißt, hinten kann einer schlafen, vorne kann einer Fernsehen gucken. Ja, wir haben auch hinten einen Fernseher, aber ja, wenn man möchte, kann man geteilt sein. Ja. Wir gucken jetzt gleich mal rein. So, ich schaue immer mal gerne in die Garage. Komm mal mit, ob der Mann aufgeräumt hat. Denn wir haben geklärt, Spülen, das macht nämlich tatsächlich die Helen. Krass, hast du immer einen Käse dabei? Nein. Sollte eigentlich im Altpapier landen. Das sollte eigentlich im Altpapier landen. Das war vom früheren Verein, da waren die Gardehüte drin. Ja. Da wollte meine Frau die wegwerfen, da habe ich gedacht, da tust du die Gurte rein für den Smart festzubinden. Ah, ich sehe schon. So, ich gucke mal gerade, da vorne ist das Klopapier, das teuerste in diesem Jahr. Nee, meine Frau kauft immer Klopapier mit irgendwelchen Motiven. Und da waren jetzt halt Kätzchen drauf und dafür musste das her. Gut, das habe ich verstanden. Da sind Tische, Stühle und so weiter. Also eine ganz normale Garage. Da ist ein 3 kW Büttner drin. Ist der gut? Ja, obwohl der hat jetzt seit dem Wochenende brummt der. Das hat er bis jetzt nie gemacht. Okay. Wissen Das wir heißt, nicht, woran es liegt. es ist ja so, da ist das Bett direkt drüber. Das Genau. heißt, das hörst du dann. Man kann aber so eine Nachtschaltung machen, oder? Ja, habe ich jetzt auch gelesen, aber ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht wie. Ich kann dir zeigen, wie es geht. Super. Ich habe die Einweisung ja bekommen vor 2 Wochen. Also wenn ihr das gleiche Gerät habt, da gehe ich mal von aus, dann zeige ich euch gleich wie. Ist ganz einfach. Ja, okay. So, das wäre natürlich ein Traum. Ja, als Kfz-Meister. Ich guck mal gerade.
Iveco Daily, das ist ordentlich. Das heißt also, die Autos sind ja gebaut, um, ich sag mal so, als Brötchenauto mal locker so 300.000 bis 500.000 Kilometer zu fahren. Das ist so die Mittelklasse. Also, oder? Ja. Das heißt nicht ganz groß, nicht ganz klein, so Sprinter, oder? Ja. Okay. Ja. Und der ist gut zu fahren? Ja. Also du fährst selber immer? Oder ich fahre selber immer wieder, ja. Sie aber gar nicht? Nee, sie fährt gar nicht. Sie traut sich das nicht. Echt nicht? Also auf der Autobahn würde ich den auch fahren, aber ansonsten hätte ich vielleicht schon einige Tanksäulen mitgenommen. Echt? Ob schon früher habe ich Rallyes gefahren mit Autos, alles wunderbar, aber da habe ich richtig Respekt vor. Ich bewundere ihn und ich bin dankbar, dass ich durch ihn, mit ihm meinen Traum leben darf. Boah, das habt ihr vorher einstudiert, den Satz, oder? Nee. Das sagt sie immer. Aber ihr erlebt ja unglaublich viel. Das heißt also, Leute, ihr könntet ja jetzt auch Netflix zu Hause sitzen, den ganzen Tag irgendwelche Serien gucken und so. Das ist gar nicht deins, oder? Nee, wie gesagt, die Campingwelt, ich habe sie durch meinen Mann, das ist mein zweiter Mann, kennengelernt. Und von Anfang an bin ich dabei. Ist er denn auch ein Gebrauchtwagen wie du? Aber ein toller Gebrauchtwagen. Mit ihm habe ich eine Perle im Sand gefunden, die ich auch nie wieder verlieren möchte. Oh, ist das herrlich. Ich mag dich jetzt schon. Sie ist aber eine ganz Liebe, oder? Ja, ist ja auf jeden Fall, ja. Doch. Genau, sie ist herzensgut. Sie hat mir gerade eben noch einen Berliner in die Hand gedrückt, hat meinen Bauch gesehen, hat gesagt, komm, da geht noch was rein. Und es gab heute Morgen schon ein Säckchen. Ja. Genau. Ist so, heute ist Sonntag. Die meisten sind schon abgereist, so ein bisschen. Ja, ist ziemlich leer der Platz, ja. Ja. Also im Gegensatz zu Freitag, da war hier alles voll, ne? Ist schon irre warm, oder? Wenn du jetzt hier so in der Sonne bist, es fühlt sich an wie Schürlaub so ein bisschen, oder? Nee, und das muss man auch genießen. Und wie gesagt, er hat ja jetzt Kurzarbeit und haben wir gesagt, komm, da bleiben wir heute noch hier und genießen das, weil dann fängt der Ernst des Lebens wieder an. Jeder hat seine Probleme und Sorgen momentan, ne? Und da haben wir gesagt, komm, jeder Moment ist wertvoll und wichtig. So, wir machen gleich mal eine kleine Roomtour durch euer Haus, nenne ich es jetzt mal so. Ist ja nicht ganz billig, so ein Auto. Das heißt, ihr habt da ordentlich investiert. Ja, und wie gesagt, das dauert dann noch lange, bevor man sich entschließt, so etwas Teures zu kaufen. Und da hat man gesagt, wie gesagt, man lebt nur einmal, wenn nicht jetzt, wann dann? Genau, das habt ihr auch hinten draufstehen. Tolles Auto, genau den hatte ich ja auch mit der Nase vorne. Mir hat sogar das Gesicht ein bisschen besser gefallen am Anfang. Es braucht so eine Zeit, jetzt gibt es ja einen Facelift von dem, aber ansonsten hat sich ja nichts geändert, muss man sagen, groß. Da ist nur vorne jetzt die Maske, die ist jetzt anders. Ja, die Maske ist anders, ja gut, und die Seitenteile, aber ansonsten, sagen wir mal, das Fahrwerk und so ist alles, Ja, und das Heck alles ist gleich. Ja, Und, ja, das gut, okay, aber das ist ja unwesentlich. So, der hat eine Doppelshutter-Kamera mit drin. Das heißt, du kannst hinter dir alles schön sehen. Ihr habt eine Sattanlage drauf, da ist eine Anhängerkupplung drauf. Der war neu, als ihr den gekauft habt? Ja. Der war neu. Das heißt, ihr habt den abgeholt wann? Im Juli 2019. Ja, genau, Juli 2019. Im Juli 2019. Was war das für ein Feeling? Gänsehaut? Gänsehaut, klar, Gänsehaut pur. Das ist schon ein Traum, den man sich dann einmal im Leben erfüllt. So, und da seid ihr mitgefahren und ihr seid dann direkt nach Hause oder habt ihr eine kleine Tour gemacht dann? Nö, wir sind direkt nach Hause. Alle waren ja gespannt auf dieses tolle Teil. Ist das so ein Neidfaktor? Gibt es das in Deutschland? Ja, das gibt es auf jeden Fall, aber wir haben uns das auch hart erarbeitet und wie gesagt, ist auch teilfinanziert, aber wir finden das Gut, es gibt ja auch viele Leute, die haben so Eigentumswohnungen, lassen irgendwas, die vermieten die dann, irgendwann stirbt man, da hat man 5 Eigentumswohnungen, hat nie gelebt. Ja, jeder muss auch wissen. Ja, er lacht. Du kennst das, oder? Nee, ich kenne das nicht, aber ich glaube, dass das so ist, ja. Aber so Preis ist ja schon eine große Eigentumswohnung, oder? Logisch, ja. Genau. Ich zeig mal gerade, ihr habt es richtig krachen lassen ja bei dem Modell, denn der ist so schön voll ausgestattet, dass wir gleich ein bisschen was zeigen können. Das ist übrigens die Schnauze vorne. Oh, ist der nicht schön? Ja, ich hab ihn ja geliebt, meinen Loft, muss ich sagen, aber er war zu klein. Der 78er ist zu klein und hier mit 9 Metern hast du die Maße von einem Palace, muss man sagen, ein 90 LS. Ja, genau. So, das heißt also, der hat die gleiche, hat eine Barversion mit drin, das werden wir gleich mal kurz erklären. Dann sind allerdings die Klappen ein bisschen schmaler, muss man sagen, nach oben. Die sind nicht ganz so hoch. Die hier unten, ja. Genau, wenn du mir kurz zeigst, was da so reingeht. Man kann da diese Schubeindinger da nicht nachrüsten. Doch, das geht, die sind bloß nicht ganz so hoch. Ach so, das geht, Das geht, ja. Es gibt da Euroboxen, die da auch reinpassen. Also das funktioniert auf jeden Fall bloß. Es bringt auf jeden Fall mehr wie ohne, aber es ist halt nicht ganz so hoch. Das ist die einzige Einschränkung. Wenn du mal gerade so lieb bist, mach mal auf. Ihr habt dort eine Zentralverriegelung drin? Nein. Okay. Brauchst du Schlüssel. Aber, liebe Helen, ihr habt Hubstützen. Jawohl.
Zeig das mal gerade. Das ist ja wohl ein Muss, oder? So, das ist nicht nur, dass die jetzt nivellieren, sondern es hat einen Vorteil, das Auto steht satt, oder? Ja, Das auf wackelt jeden nicht. Fall. Nee, also das steht wirklich satt und wackelt nicht. So, Loft Premium. Als ihr das gelesen habt, ihr wart auf der Messe, habt euch überzeugen lassen, habt ihr auch unterschrieben auf der Messe? Nein, auf der Messe nicht. Nee. Messe nicht. Ich glaube, wenn hier wirklich deine Stühle drin sind, ja, dann würde ich hier keinen Auszug reinmachen. Das bringt nichts. Ja, das sind die Liegen. Die habe ich hier vorne reingetan. Okay. Könnte ich natürlich auch noch im Keller irgendwo platzieren. Aber Stark ist ja das Doppelbodenkonzept. Das heißt, du hast immer warme Füße, ihr habt Fußbodenheizung mit drin. Du kannst im Winter hier bei Minus, es war ja mal sehr kalt jetzt, kein Problem, oder? Nee, also wirklich optimal. Und wie gesagt, das ist ein Traum, den man einmal träumt. Es sind auch viele Freudentränen genossen, wie gesagt, weil man erarbeitet sich das hart, man kriegt das nicht geschenkt. Und dann ist man auch dankbar, wenn man sowas wirklich erleben darf im Leben. Es ist eine Wertanlage. Das Ja, heißt, auch wenn man den später mal verkauft, man kriegt ja immer noch gutes Geld für. Ja, denke ich mir, weil Morelo ist halt Morelo. Ihr habt aber nicht vor, das in den nächsten Jahren zu verkaufen. Nö, der hält ja. Nee, also wir sind überzeugt von diesem Modell und ist für uns passend. Und es muss auch nichts Größeres her. Es ist schon für uns total angepasst. So, hier ist die Hubstützenanlage von E&P. Das heißt, du drückst drauf auf den Knopf und dann wird es automatisch nivelliert. genau, Praktisch. praktisch auf jeden Fall. Ja, der kommuniziert mit der Luftfederung und dann fahren die Stützen raus und dann steht da eine Waage. Ich zeig mal gerade. Also hier, das ist ja ein richtiger Eingang. Das heißt, du hast 1, 2, 3, 4, 5 Stufen, dann bist du in deinem Reich. Ja, und noch kriegen wir das ganz gut hin. So, ihr habt die breite Aufbautür gewählt. Ja. Das ist toll, oder? Ja, man wird ja auch immer breiter, wie du siehst, ne? Jetzt, warte, zeig mal. Das Funke-Mariechen kommt wieder raus. Ja. Aber ich sag mal so, das Schöne ist ja nur, also ist ja nicht nur, dass man jetzt ein Morello hat, sondern das ist ja eine richtige Fangemeinschaft. Concorde, Phoenix, die ganze Leiner-Gruppe, wenn die unterwegs sind. Ihr wart schon mal in Spanien? Ja, auf jeden Fall. Spanien, Italien, Kroatien. Okay. Ist schon ein Traum. Ist das ja. so, man hat so Facebook-Gruppen, trifft sich auch schon mal? Nee, ja, eher Zufall, ja. Okay, das heißt, wir werden es nie wieder sehen. Ach Sven, ich glaube schon. Was ist denn das für eine Farbe? Ist das Chanel-Rot, oder? Was du drauf hast? Keine Ahnung, aber einen Lippenstift, den hatte ich immer auf der Bühne, den trage ich morgens auf und der hält, wenn es sein muss, die ganze Nacht. Der ist gut, echt. So, du kannst einen Spagat, den werde ich jetzt nicht von dir fordern. Das haben wir eben schon abgesprochen. Wir gehen mal langsam rein. Übrigens ist deine Frau, die ist so ein Leo-Typ, oder? Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, das Läppchen habe ich da immer liegen, Wegen? Ja. Achso, damit du weißt, sie hat Krallen. damit hier kein Dreck reinkommt. Ah, da, okay. Habt ihr auch einen Staubsauger? Ja, aber keinen integrierten. Keinen integrierten. Akkusauger. Akkusauger, gut. So, jetzt gehen wir mal ganz langsam mal hier rein, zeigen das mal. Wir sind tatsächlich in einem Loft, aber es fühlt sich an wie 2 Klassen größer. Fast als wäre es ein Empire, oder? Nee, auf jeden Fall wie ein Palace. Weil ja auch die Küche, das ist die Novelle-Küche, die gibt es nur im Palace. Den gibt es im normalen Loft, den man jetzt kaufen kann, nicht mehr. So wie auch das Raumbad und diese Barversion. Ja, das Coole ist, du bist ein unglaublicher Herzchen-Typ. Also du hast mir sogar Berliner gegeben mit einem Herzchen drauf, auf einem Herzchen-Teller. Und jetzt zeige ich mal gerade was, das ist so abgefahren. Hier, du hast sogar Herzchen-Tischauflagen. Guck mal hier vorne, da ein Herzchen-Mäuse. Ich zeig's mal gerade. Nee, ich will dich jetzt nicht verarschen. Das ist so, ich liebe das. Guck mal hier, da, diesen Berliner. Guck dir das an. Auf einem Herzchen-Teller mit einem Herzchen Berliner. Wo kriegst du denn Herzchen Berliner her? Sag mal. Oder ist das Herzchen extra? Ich denke, die erkennen mich und da liegt das in der Bäckerei schon für mich zurecht. So, jetzt gehe ich mal in euer Schlafzimmer, in eure... Oder fast Arbeitszimmer, hätte ich ja gesagt. Wenn du rheinische Frohnatur bist, ja, dann ist das so. Denn man kann hier wirklich schlafen wie zu Hause, oder? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, deshalb auch die Längsbetten. Man hat dadurch auch 2,40 Meter Platz. Und wenn man schnarcht, ne? Wie der Schnarcht. Achso, da hast du so einen aktiven Noise-Canceling-Kopfhörer. Nee, dann hau ich den mit dem Herzkissen auf den Kopf. Mit dem da? Ja.
Und da steht auch noch drauf, I love you. Eben, dann kommt das nicht so richtig schlecht rüber, wenn ich ihm damit eine verpasse. Guck mal hier, Herz, Bettauflagen. Ja, bei uns steckt voll Liebe drin. Ja, Toilettendeckel auch. Warte. Oh, Scheiße. Ich hab's. Ey, meine Fresse. Ist ja alles hier Herzchen und dann fehlt nur noch Herzchen Klopapier. Das gab's nicht, oder? Also Doch, ehrlich, sonst doch, ich glaube, das habe ich da drin. Siehst du? Ey, ich fasse es nicht. Warte mal kurz, ich muss das mal einfangen. Das haben wir nicht geprobt. Guck mal hier, Herzchen, Taschentücher. Ja. Neben der Rheumasalbe, nee, was ist das, Heparin? Zur unterstützenden Behandlung bei akuten Schwellenzuständen nach stumpfen Verletzungen. Also wenn dein Ich Mann... war ja mal Tanzsportlehrerin und deshalb muss man sowas immer dabei haben. Nee, ich habe gedacht, wenn du deinen Mann mal zu hart geschlagen hast und dann doch nicht mit dem Kissen... Auf keinen Fall werde ich den hart schlagen. So, guck mal hier. Dusche. Bleib mal hier. Du bist ja in den 70ern geboren. Da waren ja Schmetterlinge total in, oder? Ja, aber glaub Jetzt nicht, ja. dass das von 1977 ist. Nee, aber dieser Teppich, der ist von 77, oder? Auch mit Herzen. Auch mit Herzchen, ja. So, okay. Ich glaube, guck mal hier. Was ist das denn? Ist das für ein Slip oder was? Nein, das war mal ein Kleiderbügel. Ach, das war mal ein Kleiderbügel. Ja, und den habe ich hier auch noch. Ey, du machst mich total kirre. Ein Herzchen Kleiderbügel. Soll keiner sagen, in mir steckt nicht viel Liebe drin. So, ich zeige das mal gerade. Da ist jetzt ein Bad. Das Coole ist an dem Bad, ein richtiges Bad. Das heißt also nicht so eine abgespeckte Version in der Ecke irgendwie, sondern du kannst das Bad richtig benutzen wie zu Hause. Ja, auf jeden Fall. Und das war auch immer der Traum. So ein Raumbad in einem fahrenden, das ist für mich eine Faszination, ne? In einem Fahrzeug ein richtiges Badezimmer zu haben. Ob du es glaubst oder nicht, bei mir zu Hause ist das Badezimmer kleiner. Oh, das tut mir so leid. Ja, deshalb muss ich auch immer hier mitfahren. Die Anzahl der Kleiderschränke, langt dir das? Ja, Darf ich mal reingucken? auf jeden Fall. Ist zwar nicht so aufgeräumt. Oh doch, im Vergleich zu mir ist er aufgeräumt. Unten ein Basskörbchen hast du? Ja, da ist halt Unterwäsche und Socken und ja, was man halt noch so braucht. Aber das langt euch, gell? Auf jeden Fall doch. Hier vorne ist ja noch ein Kleiderschrank. Da haben wir dann so, ja. Warte mal kurz, ich komme nicht durch. Du musst einmal nochmal zumachen. Mach nochmal zu. Dann komme ich gerade mal hier reingehupft. Und jetzt mal kurz rein. Da ist auch noch ein Kleiderschrank und heute haben wir halt das mal alles schnell da reingeworfen, was normal nicht unsere Art ist. Da ist Leo, weil ich gesagt habe, ich komme mal kurz vorbei. Dann hast du dann geschrien, hast gesagt, mein Gott, wir müssen aufräumen. Aber Eben nicht. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja aufgeräumt. so, aber du kennst mich, ja. Ich gucke immer gerne in Kühlschränke, das weißt du ja. Mach mal auf. Ja, ist aber heute leer. Normal ist der vollgepropft. Ja, so siehst du auch. Nee, aber warte mal, kurz. Du hast diesen landfeinen Sahnepudding, den ich so liebe. Willst du einen haben? Ich schenke ihn dir. Echt? Ist der abgelaufen? Oder? Nein, hat mein Mann sich gestern gekauft. Der drückt dir aber gerne einen ab. So, und die Kerrygold extra gesalzen. Das heißt, ich habe auch die gesalzene Version. Die gibt es übrigens in 500 verschiedenen Versionen, weißt du das? Größen. Es gibt die ganz, die faken da. Du musst immer genau gucken, wie viel Gramm drin ist, wenn du die Preise vergleichst. Weil ich inhaliere ja das Kerrygold, weißt du? Ja, ich auch. Denn der Vorteil ist von Kerrygold, du kannst es immer streichen, egal wie kalt die Soße ist. Finde ich auch optimal, ja. So, jetzt habe ich dich gar nicht hell bekommen. Warte mal, ich drehe mal hier mein Licht auf, dass ich mal ein bisschen mehr von der hellen sehe. Dann hohes C plus Gold. Ich zeige mal gerade. Ist das für die Rekonvaleszenz am Morgen danach? Ja, kann man so nennen. Und Sonnenvitamin D, was ja wichtig ist, aber jetzt haben wir ja hier Sonne pur. Und Pikolöchen. Ja, das gehört nun mal ab und zu dazu, ne? M&M. So, ich zeig mal gerade. Du bist ein Rosé-Typ? Ja, Okay. Wein und auch Sekt. Was ist das da? Guck mal da in der Ecke. Genau, nimm's mal raus. Was ist das? Habe ich letztes Jahr gekauft. Mal gucken, ob es noch, ja, geht noch. Bis 4,21 hat es getrunken haben, weil ich bin kein Biertrinker. Aber ich fand die ganz lustig. Passt einfach so zu Urlaub. Ne, Wenn du mal gerade nochmal aufmachst, bitte. Von der Reeperbahn. Ihr wart doch in Hamburg mit Morello? Nee, in Hamburg nicht, aber wohl die Kante da oben. Letztes Jahr.
also 2020. Wir wollten nach Spanien, ging aber dann nicht und dann sind wir dann in Richtung Ostsee. Hier das Rote, was ist da dran? Das ist Camembert. Nee, du lachst dich jetzt wieder mal tot. Oh, irgendwas mit. Oh, Scheiße. Entschuldigung, warte mal. Das muss ich zeigen. Das heißt, wenn du durch den Supermarkt gehst und da ist ein Herz drauf, dann musst du das kaufen, ne? Ja, die Herzen ziehen mich förmlich an. Da denke ich immer an meinen Mann und da muss das her. Super, und der lacht sich gerade tot im Hintergrund. Nee, aber es macht dich absolut. Was total krass ist, wenn du hier auf dem Campingplatz bist, egal wo du bist, ja, die Leute finden dich, die lieben dich alle hier. Du hast es geschafft, alle Leute in den Bann zu ziehen binnen Sekunden. Ja, einfach ungewollt, so ein bisschen zwangsläufig, weil ich bin sehr kontaktfreudig und ich lebe gerne mit anderen Menschen. Und das macht Du warst mal Trainerin, gell? Ja, Trainerin. Und ich habe am liebsten mit Kindern gearbeitet. Und wie gesagt, Musik und Tanz ist halt eine tolle Sache, auch mit Kindern zu arbeiten. So, warte mal kurz, ich mach mal zu, damit wir hier nicht gerade... Damit die Kälte nicht raus. Genau, oben drin, was ist da drin? Pizza? Oh, oh. Ihr habt ja einen Backofen. Kuchen und natürlich wieder eine Flasche. Die Flasche ist ja offen. Ja, die war ja eben noch ziemlich warm und das ist Eissekt. Und der sollte Eissekt? schon kalt sein. Ja, der wird eigentlich mit Eiswürfel serviert, was natürlich jetzt in der Zeit Blödsinn ist. Ne? Aber wir haben gedacht, heute ist unser Zeig mal letzter gerade, was das für Tag. einer ist. Natürlich Rosé von Freshnet. Ja, Eisrosé, wie gesagt. Eisrosé. Ist eine Sonderedition und wir haben den jetzt mal probiert. Scheint aber ganz gut zu sein. Gut, also Loft Premium quasi geeignet. So, Ja. mach mal zu. Der macht ordentlich kalt, auch im Sommer, der Kühlschrank? Also wir sind zufrieden. Ist natürlich nicht, wie er sagt. Was sagst du immer? Ja, Kompressor, Kühlschrank ist natürlich besser. Ich habe einen Kompressor jetzt, ja. Du? Ja, ich habe auch eine viel bessere Klimaanlage wie ihr. Oh, Quatsch, ich hab Spaß gemacht. Das ist so, Steht im Weg. der Vorteil ist beim AES natürlich, der geht mit Gas, der geht immer, weißt du, es ist eine bewährte Technik und der macht auch kalt. Ich hatte genau den vorher auch. Ist nur so, das Einzige, was mein Sohn genervt hat, und das kriegst du im Sommer nicht hin, du kriegst das Eis nicht steinhart. Das stimmt. Das ist dann noch ziemlich weich. Und er trinkt Gott sei Dank sowieso nicht gerne so kalt wie ich. Im Sommer, wenn draußen Temperaturen sind von 35, 40 Grad, muss ich wirklich sagen, reicht er mir nicht. Ihm wohl. Und da haben wir so eine Zusatzkühltruhe dabei. Genau, die habt ihr dabei. Das ist ein Kompressor und die macht dann richtig kalt. Genau. Und da ist dann auch ein Bierchen drin. Man trinkt in Aachen was für ein Bier, Bitburger? Bitburger, ja. Bitburger, okay. Bitburger oder Kölsch? Oder Köln. Oder Kölsch. Und was für ein Kölsch habt ihr da? Ja, Frühkölsch oder wie heißt das? Gaffel? Gaffel. Ja, Gaffelkölsch. Das gute alte Gaffel. So, ihr habt kein Hubbett, weil ihr euch so liebt, habt ihr gesagt, brauchen wir nicht. Und ihr habt dafür mehr Schränke und viel Stehhöhe. Ja, das stimmt, weil mein Mann ist ja auch nicht gerade klein und wir hatten davor ein Hubbett. Und wenn er aufstand, dann hat er immer seinen Kopf ein bisschen angedonnert. Und da haben wir gesagt, machen wir nicht mehr. Und wie gesagt, wenn er schnarcht, kriegt er halt eins über die Rübe mit meinem Herzkissen. Du musst unbedingt aufpassen, wenn du losfährst, dass du nicht Vorder- und Rückwärtsgang vertauschst, weil sonst bist du ja vor einem Löschteich von Habe ich ehrlich gesagt auch schon dran gedacht, wie ich Schlüsselfeld. angefahren bin. So, ist das hier so ein bisschen Trucker-Feeling? Ja, auf jeden Fall. wenn man hier so sitzt, fährt, auf jeden Fall. Ist das geil? Das heißt, Ja, der ja. Weg ist das Ziel? Genau. Ist so, du fährst los und das macht schon Spaß, oder? Ja, Und er säuft oder geht's? es geht. Also mit Anhänger merkt man schon. Vor allen Dingen, wie wir jetzt hier hingekommen sind über das Siebengebirge, dann merkt man schon. Hast du einen Retarder? Nein, Das brauchst du auch nicht, weil dann fährst du langsam. ich fahre immer langsam. Fährst immer langsam. So, Spiegel sind elektrisch verstellbar, haben wir uns eben schon mal gehabt. Fußboden, ja, die Qual der Wahl. Ihr habt weißes Leder gewählt. Farbe vom Leser ist Sahne, stimmt das? Überleg mal gut, kannst du dich noch dran erinnern? Vorher Sahne, das heißt ein bisschen anders, weil ein bisschen Grautouch auch drin Bisschen grau, gell? Ja, aber Ich habe mir Sahne geholt, weil die haben gesagt, bei Morello Sahne, das kriegst du immer gut verkauft. Ja, das ist aber fast so ähnlich, ne? aber fast genau das Gleiche. Ja. Ist ein bisschen grau drin, aber ihr habt keine unmöglichen Farben gewählt. Also ich habe ja schon mal also nichts gegen Rot und Grün in einem Lederpolster, zweifarbig kann man machen, muss man nicht, oder? Nee. Wie gesagt, das ist zeitlos. Und auch mit dem dunklen Holz. Und jeder kann sich ja sein Modell selber dann so gestalten lassen. Und das wird auch von Morello so super gemacht. Und ich habe dann zu dem dunklen Holz auch die dunklen also diese Schals gewählt. Ja, die Gardinchen.
Und es ist ja auch toll, dass jeder sein Modell so kriegt, wie er es haben möchte. Ne? Und das ist zeitlos, denke ich mir auch. Ist aber auch schwierig, wenn du dich da entscheiden sollst. Zum Schluss musst du ja irgendwann mal den Knopf drücken, dann wird er gebaut. Ja, dann musst du letztendlich sagen, das war's jetzt. Habt ihr euch ein paar Mal umentschieden? Nee, wir waren uns nicht einig mit der Küche, ne? Oder wie war das? Nee, die Holzfarbe war ein Thema. Genau. Die Holz ist aber dunkel. Dunkel ist eine schöne Holzfarbe. Ja. Es gibt jetzt eine helle, wirkt ein bisschen, so ein bisschen günstig, finde ich. Also ohne da jetzt so. Aber glaub mir eins: In spätestens 10 Jahren sahen die alle, die haben einen Knall gehabt. Warum haben die so ein dunkles Holz genommen? Ja, aber ich habe lange überlegt, muss ich sagen. Und da sagte aber dann der Verkäufer, also mach das nicht. Also ich gebe den Tipp, nimm das dunkle Holz, kriegst du auch später besser verkauft. Und ich bin auch froh, dass ich auf ihn gehört habe. War eine super Beratung. Name vom Verkäufer? Ben Heinkes, mein Freund. Der Ben Heinkes. Ihr habt das Ding auf der Messe gekauft? Ja, wir hatten uns das ja öfter mal angeguckt, aber wir kennen den Ben schon ein bisschen länger. Und der hat uns wirklich super beraten und wir sind 3, 4, 5 Mal bei ihm gewesen. Und was auch toll ist, die setzen sich nicht nur ein für in dem Moment, du kaufst, die sind auch im Nachhinein noch für einen da. Echt? Doch, also wir sind Ich dachte, die liefern den ab und dann gibt's Hausverbot. Nee, also wie gesagt, Fleisch haben wir auch einen Top-Verkäufer gehabt. Die sind auch nett, oder? Bei Morello. Wir sind ja gerade am Stellplatz hier. Habt ihr irgendwas gehabt, irgendwelche Kleinigkeiten mal? Ja, Kleinigkeiten, da wurde sich dann aber auch gut drum gekümmert. Was war da? Mit dem Rollo da. Mit das dem Rollo. Funktionierte nicht. Okay. Das war jetzt wieder der Grund, wenn wir hier waren. Okay. Was war da? Beim ersten Mal, dann ging es zeitweise gar nicht runter. Ja. Und jetzt ging dieser Sichtschutz nicht runter. Das lief kurz an und ging dann auf Störung. Okay. Gut, das haben sie jetzt behoben. Das haben die jetzt behoben, ja. Du machst einen Termin und es gibt allerdings auch so Workarounds, das heißt, wenn irgendwas nicht geht, da gibt es auch mechanische Lösungen, dass du es nochmal hochkriegst, oder? Ja, man muss dann mit so einem Schlüsselchen drehen, ja. So, das Lenkrad ist abnehmbar, sehr praktisch, oder? Das stimmt auf jeden Fall. So, ihr habt leider keinen Fernseher gekauft, ihr habt zwar eine Satzschüssel, aber der Fernseher, da hat es nicht mehr für gelangt, oder? Oh, wir haben sogar 2. Ihr habt sogar 2. Zeig mal. Das wäre jetzt ein Gag, erst geht das Dach nicht auf vom Smart und da fährt der Fernseher nicht runter. Das aber, ich meine, der ist zwar jetzt nicht riesig, aber ist schon viel größer wie bei vielen anderen, muss man sagen. Und das ist so, mein vom Abstand, wenn du sitzt, das passt, oder? Uns reicht das so, ja. Doch, auf jeden Fall. Bei dem ersten Morille, den wir hatten, war der noch kleiner. Ja. Ich schätze mal, du bist so ein RTL 2-Typ, oder? Wie gesagt, ich gucke zwar Fernsehen zwangsläufig durch ihn, ich bin gar nicht so ein Fernsehfreak. Aber wenn dir jetzt so ein Fernsehsender, der dich entsprechend charakterisiert, was würdest du sagen? ZDF? Eigentlich gar nicht, frag ihn. Er Pro- ist mehr pro- Fernsehgucker. Pro 7? Gar nichts. Fernseher ist nicht deins, oder? Nee. Und du, was schaust du gerne Nachrichten? Ja, auf jeden Fall. Aber dass ich jetzt einen Sender da favorisiere, ne. Ich muss dazu sagen, ich habe die letzten Tage gar kein Fernsehen geguckt, weil man ist hier wirklich, man unterhält sich mit Leuten auf Abstand, man hat immer was zu tun. Ich glaube, da braucht man kein Fernsehen, oder? Nee. Das ist nur, wenn man mal informiert werden will oder so. Ja. Oder wenn das Wetter halt schlechter ist, dann klar, dann guckt man halt Fernsehen. Aber ansonsten. Wenn Langeweile aufkommt. Aber Langeweile hasse ich irgendwie. So, ihr habt eine Klimaanlage bestellt. War die schon mal an? Ja, klar, Italien, Spanien auf jeden Fall. Toll, oder? Ja, also ist ein Muss. Würde ich sagen, ist ein Muss in einem Reisemobil. Ja, damit es nicht ganz heiß ist und du kannst auch nachts viel besser schlafen, wenn es ein bisschen kühler ist, oder? Nee, auf jeden Fall. Das muss auf jeden Fall Bestandteil sein. Wenn ihr jetzt nochmal den neu kaufen könntet, was würdet ihr noch dazu bestellen? Was ihr jetzt aufgrund der Erfahrung, Lithium habt ihr drin? Nee, das sind AMG. Okay. Also Lithium haben wir nicht. Nee. So, aber ihr habt die Kaffeemaschine. Ich habe jetzt dieselbe Kaffeemaschine. Das Geile ist bei der... Ja, was wird's noch dazu? Weiß ich jetzt ja nicht. Ist alles drin, oder? Nee, auf jeden Fall. Also wir sind voll und ganz zufrieden. Oh, sehr schön. So, die Kaffeemaschine. Der Vorteil ist bei der, die hat einen riesen... Darf ich mal reingucken? Ja. Was da so... Die hat ein Riesenfach. Da passt viel mehr rein als in der vorherigen. Ich musste davor immer andauernd leeren und das ist bei der gar nicht. Da passen bestimmt so 10, 15 Tassen rein. War das nicht die gleiche? Nee, ich hatte eine kleinere, eine ganz kleine hatte ich von... Nee, auch im vorherigen Loft hatten wir dasselbe Modell. Ja, ich weiß auch nicht. Da war auf jeden Fall die Kaffeemaschine, die ich dann hatte dann. Ich habe den ja gebraucht gekauft, den ersten. Das war eine andere. So, Spüle hast du 2 Stück.
Das heißt, die hintere Ja. wird überhaupt benutzt bei dir? Wird Oder? immer direkt dann abgetrocknet. Ich leg mir dann hier so ein Tuch hin, oder das habe ich jetzt ja nicht dabei, wo ich dann ablege, aber wie gesagt. Das hier ist schön. Das heißt, du hast über dem Kochfeld hast Was du. ich gut finde, ich koche sehr gerne und ich brauche hier praktisch meine Vorbereitungsfläche. Ja. Und dadurch wollte ich auch die Novelle-Küche haben. Was natürlich manchmal eng wird bei größeren Töpfen. Die Fläche. Ja, die Fläche. Aber wie gesagt, ich komme zurecht und im Sommer wird sowieso viel draußen gegrillt und es passt einfach. Ich habe gesehen, ihr habt einen Grill. Was habt ihr für einen Grill? Ein Weber. Ein Weber. Ein Weber? Dabei? Ja, ja. Zeig mal. Wo denn? Der ist draußen im Keller, hast du nicht gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Klein, Warte, ich aber gehe mal fein. raus. So, wir sind hier drinnen fertig. Erstmal gelungenes Auto. Das ist ich wusste gar nicht, dass es so einen fetten Loft gibt. Also das ist wirklich toll. Loft Premium. Ja, ja. finde Gibt's ich nicht mehr? auch. Nee, den gibt's nicht mehr. Also das ist das letzte Stück, was so vom Band gefahren ist. Das letzte Stück. Okay, da ist es. Und mit Blick auf den See. Da habt ihr euch aber extra hier hingestellt, gell? Das sieht doch toll aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Ne? So, hier vorne, da laufen immer Spaziergänger lang und die grüßen immer schön. Ja, heute Morgen gingen sie alle zum Brötchen holen. Wir haben uns so gewundert, wo die alle hinlaufen. Aber dann haben wir gesehen, dass der Reinhard Löhner da Freibrötchen. Freibrötchen gebracht hat. Ja. Da vorne ist so ein kleines Teil dran. Was kann das hier? Das da? Das war für Kroatien für die Autobahngebühr. Ah, die Maut. Genau. Go-Box. oder wie Go-Box. Ja, Darsko nennt sich das da. Warte mal, Darsko für Kroatien. Aber das mit der Maut geht, ist nicht ganz so billig wie mit dem 3,5 Tonner. Ja, also wenn man Kroatien, was war das? 10 € haben wir da, glaube ich, bezahlt. Das war's. Ja. Okay, also gar nicht die Welt. Nee. Und das Teil, das kriegst du kurz bevor du reinfährst, kannst kaufen. Es gibt da haben wir an der Tankstelle gekauft. Okay. Und man geht hin, lädt das auf. Wie funktioniert das? Ja, man musste das kaufen und dann laden die das auf und dann hängt man das da dran und dann muss man das aktivieren und das dann. piepst dann? Oder Genau. mal? Genau. Mhm. Ja. Krass, und es hat gepiepst? Es hat gepiepst, ja. Hat gepiepst. So, ich zeig mal gerade hier vorne noch zum Abschluss die Engelchen hier. Das sind unsere Schutzengel. Die Schutzengelchen, 2 Stück. Der GBL-Lautsprecher, den habe ich übrigens auch als Zugabe bekommen. Den gab es irgendwann bei irgendeiner Aktion, hat meine Frau den rausgezückt. Ich glaube, Brands for Friends oder so, irgendwas gab es denn dabei. Hat unser Enkelchen uns geschenkt. Oh, wie süß. Der klingt auch gut, oder? Ja, der ist gut. Der ist gut. Und? Bei dem Vorgänger hat man hier oben so eine GBX-L-Box, die war aber fest verbaut. Die wäre fest verbaut. Das heißt, ihr habt den jetzt mit dem Fernseher gekoppelt. Genau. Okay, und es ist gut. Ja. Klingt auf jeden Fall besser wie die eingebauten. Ja, auf jeden Fall. Ja. Klingt jetzt so schön. Ach so, hier vorne ist deine Elektrik. Zeig mal bitte, was da so drin ist. Denn ihr wolltet ja den still machen. Und still machst du den, indem du hier drauf, warte mal kurz, ich muss mal gucken, Batteriecomputer. Wo ist denn der Einschalter von dem Ding? Da, der da? Genau. Ah, ich habe einen anderen, tatsächlich. Ja. Und ich habe eben mit jemand gesprochen, der hatte noch einen separaten hier so ein Bedienelement Ja. nur für den Charger. Okay. Und er hat aber den gleichen Charger drin wie ich aber wir haben das ja nicht. Also ich habe so ein Jahr, ich habe allerdings jetzt Modelljahr 21, das sieht ein bisschen anders aus. Ja. Da ist dann noch ein Computerchen mit dabei und so weiter. Aber das Beste ist, ihr ruft mal an und Ja. fragt mal. Also es ging darum, wenn der lädt, macht er so ein leichtes Brummen und das stört nachts, oder? Ja, das ist aber erst seit kurzem jetzt. Vorher hat er das nie gemacht. Und seit dem Wochenende hier, seit wir hier sind, hören wir das. Komisch. Ja, wo das herkommt? Man kann ihn auch ganz ausmachen, dann ist er auch weg. Ja, klar. Aber ist ja nicht Wir Sinn haben der uns nur Sache. gewundert, wo es auf einmal herkam. Ne? Weil bis jetzt war Ruhe. So, also da hast du Solar drauf. Genau. Viel Solar hast du? Ne, zwei Paneele. 2 Paneele. Mal gucken, was die gerade bringen. Mal kurz mal gucken. 1,8 Ampere steht da drauf. Ja. Okay, da ist es. Komm, wir gehen mal raus, dann zeigt ihr mir noch den Grill. Denn so ein Weber, der nimmt ja auch Platz weg, oder? Ach Quatsch. Nein. Geht? das ist doch nur der kleine. Der Q. Lass mal gucken. Aber hier das mit dem Dach, ich könnte wetten, ich mache die Kamera aus, das Dach geht wieder. Ja, das weiß ich auch nicht. Doch, nee, ihr habt einen Q. Genau. Ein Q ist oben drauf, siehst du? Ja, ach so. Genau, der nennt sich Q, irgendwie 1200. Ganz bekannter Grill. Ihr habt eine Außensteckdose? Nein. Okay. Ach so, da ist eine Gaskartusche. Oder wie funktioniert das? Ja, ich mache das immer hier mit den Mit dem kleinen Fläschchen. genau 5 Kilo Gas. Okay, ja. Und das ist der Zwar Grill? gehört, was darf man nicht hier, aber Naja. Wo kein Kläger, da kein Richter. genau. So, komm, wir sind durch. Ich zeig's mal gerade aus Aachen, aus Stolberg.
ein First-Class-Reisemobil namens Träume nicht, dein Leben, lebe deinen Traum. Wenn nicht jetzt, wann dann? Also, die macht jetzt an und dann geht's, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe es also jetzt schon länger nicht mehr benutzt. Man muss fairerweise sagen, sie kann ja dasselbe nur machen wie du, oder? Ja. Nee, Baujahr vom Smart? 2 Jahre. Achso, ihr habt den mit dem Auto gekauft. Ja, so ungefähr. Den hat man zuerst, der ist im Januar und der ist im Juni. Ist der Anhänger, ist der viel größer wie der Smart? Nee. Der ist fast, ja, ein bisschen. Also sehr, sehr kompakt. Ist es schwer zu fahren mit dem Smart hinten dran? Nein. Merkst du gar nicht? Nee, wenn er einmal auf der Autobahn ist, dann merkt man den nicht. Geht leider nicht. Geht leider nicht. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Warum, weshalb auch immer. Ich habe eben einen Mann gefragt, ob ihr denn bezahlt habt und war Spaß. Irgendwas ist nicht Ist halt die Garantie weg. richtig gelaufen. Jetzt ist die Garantie. Ach so, du meinst so eingebaute Obsolenz oder sowas. Komm, stell dich mal nebeneinander, ihr Schätzchen. Helen und Stefan. Und du heißt ja eigentlich Brunhilde, muss man sagen, aber Helen nennen dich alle, oder? Ja, weil Brunhilde heißen ist schon. Ist schon nicht so toll, oder? Nee, aber das kommt daher, ich habe einen Zwillingsbruder, Bruno, und Brunhilde wurde dann genommen, ob schon so viele Alternativen da waren. Alle hätten mir besser gefallen als wie Bruno und Brunhilde, aber wie gesagt, jetzt heiße ich so, ich habe ja einen tollen Zweitnamen, Helene, zwar nicht so schön wie Helene Fischer, aber Der ist es, nö, ich finde die wesentlich schöner. Ich will die mal sehen in deinem Alter, die Helene. Da sieht die nicht so toll aus wie du. und kann auch keinen Spagat mehr. Und kannst du singen? Nein, um Gottes Willen, da läuft alles weg. Okay, aber dafür dein Mann. Sehr schön. So, vor dem Loft Premium. Heute am 28. Februar 2021. Und möge die nächsten 30 oder 40 oder 50 Jahre euer Morelo euch verfolgen und gute Dienste tun. Tschüss.